Rita zerlegt dort bei meiner Ninjago City irgendwas. Ich glaube, das müssen wir uns genauer ansehen, denn das gefällt mir nämlich gar nicht. Ja, Was machst du denn da, Alles meine bestens. Liebe? Naja, wir haben, oder du hast es ja so super gebaut, aber ihr erinnert euch sicher noch an diese Umrandung, die Christoph da gemacht hat, aber nicht im schönen Weiß, sondern mit Tanfarben in solchen Teilen. Und das gefällt mir ja so gar nicht. Deswegen habe ich plädiert, dass wir da bitte weiße nachbestellen, was wir jetzt gemacht haben. Die haben wir, glaube ich, bei Lego direkt bestellt. Ach ja, ich kann mich erinnern. Genau, das Set hat fast so ausgesehen wie eines dieser Prototypen, die sie immer in den Bluebricks-Videos herzeigen. Wir hatten nämlich hier nicht die richtige Farbe. Diese 1x1er mit dieser Schneckenverzierung obendrauf, die hatten wir nur in Tan. Jetzt haben wir sie in Weiß nachgekauft und ich glaube, die Bestellung hat jetzt ungefähr 5 bis 6 Wochen gebraucht, bis sie endlich da war. Aber jetzt kann Rita das in aller Ruhe hier verschönern, auch auf dieser Seite noch. Und wir sehen noch was Neues im Ninjago City Bereich. Ich bin ganz entzückt. Ich bin auch entzückt, muss ich sagen. Wir haben uns den Bonsai geleistet. Und ich muss sagen, mir gefällt das Bonsai-Set extrem gut. Also falls ihr im Überlegen seid, ob ihr euch das schnappen sollt, ich finde ja. Das Einzige ist, und da war Christoph dann gleich so, aber warum und ja. Jetzt bin ich gespannt, was kommt. Ja, ich habe die rosa Version gebaut. Also quasi die Kirschblütenversion des Bonsais. Ich muss das mal weggeben, dass ich nicht so raschel. Die Kirschblütenversion des Bonsais habe ich gebaut. Warum? Weil, erst einmal gefällt mir rosa, aber nicht nur deshalb, sondern bei der grünen Version sind so wenig Blätter dabei. Die sieht extrem mickrig aus. Das tut mir sehr leid. Mir gefällt der Bonsai an sich gut, aber ich finde, die grüne Version ist wirklich zu mickrig. Deswegen die rosarote Version. Hier sind nicht nur Blätter verbaut, hier sind diese Blüten verbaut. Ihr seht die in diesem dunkleren Rosa und natürlich diese rosaroten Frösche. Die finde ich einfach so genial. Hier ist übrigens auch ein Schokofrosch. Das wusste ich nämlich gar nicht, dass hier auch ein Schokofrosch ist und nicht nur die rosa Frösche. Gefällt mir auch sehr gut und das Set passt hier ganz gut zu den Ninjago City Dogs, denn auch die sind ja mit Kirschblüten in rosa und weiß hier verziert. Das Einzige, was wir ein bisschen überlegt haben gestern Abend, war, wo wir den Baum genau hingeben. Dass er hier in den Ninjago City Bereich kommt, war mehr oder weniger klar. Ja. Es gibt mehrere Stimmen, die sprechen dafür, dass das heilige Tuk-Tuk hier von diesem Podest runterkommt und stattdessen der Bonsai draufkommt. Jetzt sieht es momentan so aus, dass das Tuk-Tuk geblieben ist und der Bonsai steht hier so mehr oder weniger in den Weg hineingebaut auf der Straße. Was natürlich sein kann, wenn es schon ein sehr alter Bonsai ist, dann haben sie vielleicht direkt herum asphaltiert. Meine Geschichte ist, dass vorher gar nichts war, sondern nur der kleine Baum. Und dann haben sie die Ninjago City rundherum aufgebaut und er ist quasi dann hinein asphaltiert worden, deswegen auch der Asphalt rundherum. Und er wächst und gedeiht aber und ist quasi das Zentrum unserer Ninjago City. Ja, man kann auch noch vorbeigehen. Ich finde, es stört auch gar nicht so, denn man sieht hier noch ganz gut auf die Ninjago City. Wir lassen ihn jetzt mal so, falls ihr findet, dass wir hier so ein kleines Podest oder irgendeine andere Konstruktion bauen wollen oder wirklich das Tuk-Tuk weg muss, dann lasst es uns wissen. Auf jeden Fall, falls ihr vorhabt, dass ihr euch den Bonsai kauft, aber die grüne Version bauen möchtet, meine Empfehlung, vielleicht kauft ihr euch noch ein paar extra grüne Blätter, denn sonst ist es schon sehr mickrig. Ja, okay. Gefällt mir so auf jeden Fall sehr gut. Auch die Idee mit den pinken Fröschen ist einfach genial. Ja. Das Set hat es jetzt mal wieder relativ günstig bei Amazon gegeben und da haben wir gesagt, wir schlagen dazu. Was kannst du uns sonst noch zeigen? Du bist ja heute schon den ganzen Tag am Bauen. Ja. Ich bin mir sicher, du hast noch etwas zu präsentieren. Ich habe noch ein paar Kleinigkeiten gemacht, die ich euch zeigen möchte. Ich habe nämlich unter anderem auch ein paar Videofliesen verbaut. Die gehen ja jetzt aus dem Sortiment, habe ich gehört. Finde ich eigentlich schade, weil diese Fliesen schon extrem cool sind.
Ihr seht zum Beispiel hier 2, die ich verbaut habe. Seht zuerst den Metroliner, er ist ein Traum. Nein. Hier sind 2 Videofliesen, die ich verbaut habe. Da habe ich einfach einen Teil von der Toy Store Wand herausgenommen und habe die aufgehängt, weil ich mir gedacht habe, wir brauchen etwas mehr Farbe in unserer Wild City, etwas mehr Werbungen. Und deswegen sind die hier aufgehängt, vielleicht für irgendein Kuscheltier für Kinder, was weiß ich. Richtig, genau. Also das sehen dann die Leute, die hier mit dem Metroliner vorbeifahren. Wenn der Zug hier kommt, dann sehen die die Werbetafel und wenn sie bei der beim Hauptbahnhof ausgestiegen sind, dann schauen sie natürlich gleich in dieses Spielzeuggeschäft und nicht in das dort drüben beim Grand Emporium. Nein, das hat ja auch ein paar Spielsachen. Hier habe ich übrigens auch endlich was hineingegeben. Ich finde, das ist so eine Schütte, wo halt so Krimskrams drinnen ist. Und da kann man sich so Glitzerherzen und sonstiges schnappen. Die sind vielleicht gerade in Aktion. Sehr, sehr nett geworden, finde ich. Genau. Dann kommen wir weiter hier zu meinem Schwimmbad. Hier ist einiges umgefallen, aber das sollte euch nicht stören. Das werde ich schon mal schön machen. Ich habe hier auf dieser Seite auch noch ein paar Videofliesen, nicht Videofiguren, aufgehängt, weil ich mir gedacht habe, auch hier auf dieser Seite, hier rundherum, wenn die Leute hier anstehen, um ins Freibad zu gehen, dann können sie sich doch auch diese Werbungen ansehen. Und ich habe mir gedacht, dann ist das alles hier nicht so grau in grau, sondern doch etwas farbig auch zwischendrin, was mir sehr gut gefällt. Vollkommen richtig, ja. Für das sind diese Videofliesen echt total cool. Ich glaube, wir haben auch auf dieser Seite, da habe nämlich ich ein bisschen mitgewirkt, Verzeihung, hier wo die Super Brick Brothers oder einer der beiden Super Brick Brothers steht, haben wir auch 2 Videofliesen draufgetan. Die sind zum Teil schon sehr bunt, aber ich finde, wenn ihr an das Real Life denkt, so Konzertplakate und so weiter von Festivals, wenn es denn wieder mal welche gibt, die sind auch meistens eher mit bunten Papier und vielleicht auch Farben gehalten. Falls ihr übrigens noch Ideen habt, wo wir noch Videofliesen aufhängen können, wir hätten noch einige, die wir verbauen könnten. Ich war ja auch am Überlegen, ob wir irgendwo beim Einkaufszentrum an die Fassade was geben sollen, aber da bin ich mir noch nicht sicher und habe mich jetzt auch noch nicht dran getraut, an dieses Monstrum das zu zerlegen. Ja, hier auf der Seite über dem Balkon der Pizzeria haben wir ja schon aus einem Videoset diese hintere Platte draufgegeben. Genau. Rita meint wahrscheinlich hier über oder zwischen den Fenstern. Ja. Es wird wahrscheinlich sehr bunt werden, wenn wir das machen. Mal sehen. Ich bin ja dann auch noch nicht ganz sicher. Auch eine andere Idee, wenn ihr gerade die Eingebung hattet, dann schreibt es uns doch einfach in die Kommentare. Es sind noch 2 andere Sachen, ich sag's euch. Bauernhof, ein kurzer Abstecher. Ich habe vom Bonsai recycelt diese Teile, das sind nämlich eigentlich diese Erde, die beim Bonsai drinnen ist, und habe mir gedacht, ich mache hier mal einen Weg zu diesem kleinen Häuschen, wo die Bauern bzw. diese Waldarbeiter wohnen. Finde ich ganz nett. Es sind keine Jumperplates zwischendrin, aber ich finde, das geht trotzdem. Es steht nur der Hund drauf. Also das ist, glaube ich, ganz okay. Genau, der Bonsai ist ja in so einem Blumentopf und da ist das die Erde. Genau, die werden einfach so reingeschüttet und ich habe mir gedacht, die sind doch zu schade, weil sie so schön sind. Deswegen als Weg verbaut. Ja, beim Bauernhof wird jetzt auch irgendwann einmal ein Lama-Gehege kommen, wo man auch Führungen machen kann, wo man dann mit den Lamas gehen kann oder Alpakas, was auch immer das sind. Genau. Aber die stehen jetzt noch frei herum. Ich hoffe, sie laufen nicht weg. Wenn ihr da auch Ideen habt, wie wir das am besten einbauen sollten, ja, ich weiß es noch nicht. Hier ist auf jeden Fall relativ viel Platz. Das sind, je nachdem, ob man die Kurve noch mit einberechnet, sind das mehrere Baseplates. Ja. Auch bei der Polizei, die werden eine Freude haben, wenn dort hinten die Lamas spazieren gehen. Aber da lässt sich bestimmt irgendwas machen, ein kleines Lama-Gehege. Lamas sind ja Herdentiere, wenn ich mich richtig erinnere an die Schulzeit. Essen das heißt, die Heu? Keine Ahnung, was die fressen, ich weiß es nicht, aber könnte durchaus sein. Wenn ihr das wisst, dann schreibt es uns auch. Auf jeden Fall lässt sich hier bestimmt ein nettes kleines Lama-Gehege umsetzen und dann, wenn die Leute hier auf der Straße vorbeifahren, dann wollen sie bestimmt solche Lama-Touren buchen und vielleicht sehen wir dann in Wild City auch bald schon Leute mit Lamas spazieren gehen oder umgekehrt, je nachdem. Hoffe doch. Genau.
Und die letzte Sache, ich weiß nicht, ob du das von so seitlich am besten filmst, ich weiß nicht. Ich habe da einen neuen Angler mit einer neuen Methode aufgestellt. Schauen wir gleich. Ich hatte irgendwie diese Eingebung, dass ich mir gedacht habe, ich möchte mal einen Angler, der sich richtig schwer tut beim Rausziehen eines Fisches. Und habe jetzt den eingebaut. Die Angel habe ich übrigens noch aus dem Legoland von den Minifiguren mitgenommen. Und habe wieder meine Schnur verwendet, das ist alles beim Alten. Aber was Neues ist, dass ich so ein 1x1er in dunkelblau mit so einem Zwickerl eingebaut habe. Wir sehen es. Und ich habe aber diesen Zwicker nicht ganz hineingedrückt. Also der ist etwas schief in die Platte, auf die Platte hinaufgedrückt, damit er quasi vom Angler wegsteht. Hat den Sinn, dass der Fisch auch quasi vom Angler hinweg gerichtet ist, damit das einfach so aussieht, als würde sich der extrem wehren. Und ja, damit der Angler das mehr zu tun hat. Es ist nicht wahnsinnig stabil. Sieht aber sehr cool aus und ich muss sagen, das Naturgebiet wird immer schöner. Ja. Wir haben da jetzt schon so viele Teile extra noch bestellt und gekauft, auch im Legoland. Ich glaube, da werden wir, oder besser gesagt, meine Mutter wird da in nächster Zeit noch so einiges realisieren. Ich glaube auch. Kaffee gibt es nach wie vor keinen, aber kannst du uns noch was zeigen? Ich glaube, das war's. War das noch nicht genug? Wenn ihr nach Updates von mir fragen solltet, gibt es leider momentan keine. Das hat den Grund, dass ich heute wieder mal immens viel Zeit damit verbracht habe, alle möglichen Einzelteile zu sortieren. Und zwar kann ich das, wenn ihr Interesse habt, noch gerne zeigen. Also Rita meldet sich dann schon mal pro forma ab und wir gehen noch kurz rüber. Und zwar wisst ihr ja, dass bei Lego-Sets zum Glück immer relativ viele Ersatzteile dabei sind. Dann mache ich mal einen Kaffee. Rita kümmert sich in der Zwischenzeit um den Kaffee, das finden wir super. Perfekt. Und, ja, ihr könnt gerne abschalten oder ihr bleibt noch 10 Sekunden mit mir im Video. Na, lange Rede, kurzer Sinn, bei Lego-Sets sind ja immer jede Menge Ersatzteile dabei. Ihr kennt es, das sind nicht nur Ersatzteile, sondern auch so ziemlich alles, was sonst noch anfällt. Die geben wir immer in so kleine Säckchen, sind zum Teil schon ein bisschen vorsortiert sogar. Und immer wenn dieses Areal hier übergeht, dann ist es soweit für mich wieder mal einzusortieren. Das heißt, hier war heute der gesamte Boden voller Teile und ich habe mehrere Stunden damit verbracht, die ganzen kleinen Ersatzteile hier in unser Kleinteile-Magazin hinein zu sortieren. Hier haben wir Cheese Slopes, da waren wieder jede Menge dabei. Alles Mögliche, was Lego halt so mitgibt an Ersatzteilen. Und teilweise haben wir natürlich auch größere Teile, die hier reinkommen, wenn wir was nicht genau aufbauen. Zum Beispiel hier in diesem Säckchen sind in Braun, das sind jede Menge, das sind nicht nur die von Bonsai, aber da sind jede Menge Teile drin, die beim Bonsai noch dabei gewesen wären, die aber Rita nicht gebraucht hat. Die sortieren wir jetzt zum Teil so, dann haben wir die immer griffbereit, wenn jemand braune Teile braucht. Das habe ich also heute gemacht. Nur wenn ihr euch wundert, warum von mir kein Baufortschritt zu dokumentieren ist, aber das kommt demnächst bestimmt. Auch die U-Bahn wird hoffentlich demnächst ausgebaut und dann sehen wir uns bald wieder. Macht was Schönes, ich wünsche euch eine schöne Zeit oder wir wünschen euch eine schöne Zeit. Lasst einen Zug fahren, baut Lego oder andere Klemmbausteine und dann habt ihr sicher einen schönen Tag. Bis bald und tschüssi!